Sonja hat mich auch missbraucht und du hast mich auch missbraucht, habe ich zu meiner Mutter gesagt. Und wie hat deine Mutter reagiert? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Spielverderber, dem Podcast gegen sexualisierte Gewalt und für Betroffene von eben dieser Gewalt. Mein Name ist Dennis Prinz. Ich bin selbst auch Betroffener, habe über 25 Jahre dazu geschwiegen und ich hoffe, dass es für euch vielleicht nicht ganz so lange dauern wird, denn Sprechen hilft und das will ich auch heute tun mit meinem Gast, auf den ich mich wahnsinnig freue. Markus ist 47, hat 3 Kinder, ist Industriekaufmann und aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Markus hat sich vor ungefähr 4 Monaten bei mir gemeldet und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute mit mir spricht. Ein riesiges, herzliches Willkommen an dich, lieber Markus. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Dennis, schön, dass ich da sein darf. Ja, Markus, ich habe nochmal nachgeschaut, seit unserem ersten Gespräch vor 4 Monaten 8-mal miteinander gesprochen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass du sehr viel Gewalt ausgesetzt warst und ich deiner Geschichte gerecht werden möchte. Ich habe mich gefragt, und das ist vielleicht auch die erste Frage an dich, warum hast du dich bei mir gemeldet? Warum möchtest du deine Geschichte erzählen? Hm, also, ich habe es auch ähnlich wie du lange verschwiegen. Ich habe vor 5 Jahren, Ja. meine Geschichte angefangen aufzuarbeiten, Mhm. also, mit knapp 42, 43 Jahren und so lange habe ich geschwiegen. Und ich habe in den letzten 5 Jahren halt, die Erfahrung gemacht, dass Reden ein wichtiger Faktor ist, um, seine Geschichte, die man erlebt hat, in sein Leben zu integrieren. Ja, und, ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen, die darüber reden können, dies auch tun, Ja. weil, viele betroffen sind und, viele in der gleichen Situation sich befinden wie wir. Und, ja, deshalb wollte ich, da gerne drüber reden, genau. Darüber freue ich mich sehr, Markus. Wenn es für dich in Ordnung ist, ich würde gerne direkt einsteigen. Ja, Du gerne. bist aufgewachsen zusammen mit deiner Mutter, deinem Vater, 'ner Schwester, die 6 Jahre älter war oder ist, als du. Ja. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war jetzt Geld nicht so mega üppig, da. Dein Vater hat als Elektriker, Lkw-Fahrer, Trockenbauer gearbeitet, deine Mutter als Putzkraft. Du hast mir folgenden Satz gesagt und der ist mir bis, heute so im, Gedächtnis geblieben. Du hast gesagt, es gab null Nähe, keinen Trost und viele Strafen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ähm, hm, meine Eltern haben selber, ihre Erfahrung gemacht, sind in der Nachkriegszeit, aufgewachsen und dementsprechend auch dort, viel, schwarze Pädagogik erfahren. Und, Mhm. in diesem Erziehungsstil ist, Nähe und, Verbindung halt, nicht, gefördert worden. Und das habe ich dann halt, am eigenen Leib dann sozusagen nochmal erfahren. Ja, Wie war das, man wenn hat du was falsch gemacht hast? hm, ja, es war Also, falsch hilflos. gemacht, ne? Ja. Ich verstehe dich. Ja, ich habe dich akustisch gerade nicht verstanden. Ah, also die Frage war, ich versuche so ein besseres Bild zu bekommen. Wie war das zum Beispiel, wenn du was in deren Augen falsch gemacht hast? Was für Konsequenzen hast du denn erlebt? Ja, die häufigste Konsequenz war einfach Schweigen. Also, es wurde Mhm. nicht darüber gesprochen, ne? Man wurde dann ignoriert. Es wurde halt nicht mehr interagiert mit einem, also kommunikativ. Ähm, und das war, ja, der Hauptbestandteil, ja? Und, wenn man halt nicht gesehen wird, dann, bekommt man natürlich ein Gefühl, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, nicht richtig ist. Man versucht Mhm. dann, alles Mögliche, dem gerecht zu werden, damit man wieder ein bisschen mehr Nähe bekommt. Ja, aber es ist, 'n aussichtsloses, Unterfangen, ja, also, Du ja. hast mir auch erzählt, dass es, Strafen gab. Ähm,
Magst du da ein bisschen was teilen? Also, ich glaube, du hast mal was dazu erzählt, was passiert ist, wenn du nicht aufgegessen hast. Ja, das war, als ich noch sehr jung war. Ich wollte was nicht essen. War, glaube ich, eine Erbsensuppe und, bin dann wirklich in 'n alten Kohlekeller gesperrt worden. Wir haben in einem ganz alten Haus aus dem 18. Jahrhundert gelebt und da war 'n, sehr dunkler Kohlekeller. Da bin ich dann eingesperrt worden, wenn ich was nicht gegessen habe. Und meine Schwester ebenfalls, ja. Ja, Genau. Also, das waren dann die Strafen, die noch zusätzlich dazu kamen, ne? Also, zu das dem war Schweigen. jetzt ja, das war jetzt nicht immer jeden Tag der Fall, aber es war in regelmäßigen Abständen da, ja. Am meisten, betroffen gemacht hat's mich das Schweigen, ne, und die fehlende Nähe, die man halt, gebraucht hat, ne? Mhm. Du hast mir auch gesagt, dass du irgendwie als dich irgendwie nur so an 2 Arztbesuche in deiner Kindheit erinnern kannst. Also, Ja, genau, ne? Also, ich hatte schweren Keuchhusten. Da war es so, dass ich dann auch nur mit, Mitteln, behandelt worden bin. Und, als ich mal, mit'm Fuß in 'ne Fahrradspeichen gekommen bin, also ins Fahrrad hinten beim, Fahren auf dem Gepäckträger, ähm, das waren so die, einzigen, Dinge, wo ich mich dran erinnern kann, wo ich dann beim Arzt war. Ansonsten, schwere Verletzungen an den Händen, die auch bleibende Schäden haben, also Missbildung davongetragen mhm. haben. Ja. Hast du sonst noch körperliche Gewalt auch erlebt durch deine Eltern? Du warst gerade sehr abgehakt, ich habe es nicht, Ja, verstanden. entschuldige. Hast du sonst noch körperliche Gewalt erlebt durch deine Eltern? Schläge auch, ja, durch meinen Ja. Vater. Meine Mutter war früher, da noch ein bisschen, strenger und, konsequenter bei meiner Schwester. Also, das habe ich durch die Erzählung von meiner Schwester erfahren, dass sie auch, regelmäßig, noch, mit'm Gürtel oder sowas Schläge bekommen hat. Bei Mhm. mir waren es dann keine, Gegenstände. Es waren dann mehr 'ne Backpfeife oder ein Schlag in den Nacken und, ja. Da auch, mal gegen eine Ecke geknallt dabei. Also, da war ich irgendwie 8 oder so. Ja, und solche Erfahrungen, die, verursachen, dass man halt sehr achtsam wird im Leben, weil Mhm. man immer darauf achtet, was für eine Stimmung ist gerade. Muss man mit irgendwas rechnen, ja, und, das, prägt einen sein ganzes Leben. Ja, Du hast mir auch erzählt, dass bei euch im Haus, eigentlich immer so eine sexualisierte Stimmung war, dass so ja, Pornoheftchen rumlagen. genau. Und du hast mir erzählt, dass bei euch immer die Türen offen waren. Ähm, Ja, genau, wir hatten eine Katze, dadurch, dass sie halt überall hin sollte, waren halt überall auch die Türen auf. Meine Eltern haben damals auch mit, Holz geheizt, so dass im Flur ein großer Ofen stand und damit alle Räume beheizt werden sollten. ja, Und meine Eltern hatten ihr Schlafzimmer direkt neben unserem, Kinderzimmer. Das Haus war auch nur für ein Kind geplant. Ich war ein bisschen Nachzügler, ne? Ich bin, 6,5 Jahre jünger als meine Schwester. Und als dieses Haus geplant worden ist, war es halt nur ein ganz kleines Kinderzimmer geplant. Da haben wir dann zu zweit drin, geschlafen, meine Schwester und ich, und im Nebenzimmer meine Eltern. Und jeden Abend zur gleichen Zeit, hörte man den Geschlechtsverkehr, ob einvernehmlich oder nicht, von nebenan. Ja, ich, möchte vielleicht, bevor wir zu dieser Hörerfahrung, weitergehen, einmal fragen, du hast gesagt, du mit deiner Schwester hast du in einem ganz kleinen Zimmer, ja, gelebt. Ähm, ja, deine Schwester war circa 6 Jahre älter als du. Du hast mir erzählt, dass auch, mit deiner Schwester sexualisierte Gewalt dir widerfahren ist. genau. Magst du erzählen, was dir wann widerfahren ist? Wir sind 81 sind wir dann hier in dieses Haus eingezogen, in dem ich jetzt auch gerade sitze. Das Da war ich 4 Jahre alt, meine Schwester 10. Und
irgend Abend haben wir dann irgendwie zusammen im Bett gelegen und, meine Schwester hat mich dann aufgefordert, sie zu berühren. So fing Mhm. das dann an, ne? Und dann habe ich sie halt berührt, ne? Also, ich war 4 Jahre alt, das war der einzige Kontakt, wo man, ja, Nähe erfahren hat, ne? Also, ja, Ja. genau. Und war das eine einmalige Situation? Ne, ist regelmäßig, gewesen, ja. Also, meine Schwester hat, ja, 3 Jahre oder so mit mir zusammen in dem Zimmer gewohnt, bevor sie in den Keller gezogen ist. Die Anzahl kann ich nicht mehr genau sagen und was für Abstände. Es war am Anfang ein bisschen mehr, zum Ende hin ein bisschen weniger geworden. Sie kam natürlich auch in die Pubertät, hat da wahrscheinlich dann auch, andere Gedanken zu bekommen. Meine Schwester und ich, wir verstehen uns mittlerweile ganz gut. Wir haben, sehr engen Kontakt, wohnen auch, bald zusammen in diesem Haus in einer Wohnung. Wir Ja, kommunizieren über das, was passiert ist damals und, ja. ja. Ja, da möchte ich später noch mal hinzoomen, Mhm. wie das heute, für dich Ja, funktioniert und ja auch ja, wie du in die Aufarbeitung eigentlich gegangen bist mit dir und ja, auch mit anderen, äh, beteiligten TäterInnen. Vorher mag ich noch mal also, ich verstehe, es gab diese Situation mit deiner Schwester, die über viele Jahre auch so andauerte. ja, Dann ist es mein Verständnis, wenn du abends diese sexualisierten Handlungen deiner Eltern gehört hast und da hattest du mir auch vorher gesagt, dass das nach deinem Eindruck eher nicht einvernehmlich war, häufig. ja. Ähm, Also, was hast du da gehört? man hat schon häufiger mal, „Nein, lass das“ gehört, ne? Also, auch, vehementer, vorgebracht. Es endete aber jedes Mal im Geschlechtsakt. Also, das Nein wurde halt ignoriert, ne? Also, lange Zeit galt das Nein ja nicht in der Ehe als, Nein, ja? Wir sprechen natürlich auch, von den frühen 80ern. In den 80ern halt, da war sogar, die Vergewaltigung in der Ehe nicht, strafrechtlich verfolgt worden. Ähm, Es war eine andere Zeit, ja? Man hat es halt, ja, aber als für sich in der Zeit halt, so erfahren, ne? Aber für dich war es, glaube ich, in dem Moment ja nicht normal, weil du hast ja dann was gemacht auch, ne? Ja, Was genau. was ist dann Also, passiert? ja, ich, wollte meine Mutter schon auch irgendwo beschützen, so, Mhm. und, bin dann halt, zu denen ins Bett gegangen, jeden Abend. Ja, einfach habe ich dann dazwischen gelegt, und Als deren Akt vorbei war sozusagen. genau, genau, ja, genau, ne? Also, war immer zur gleichen Zeit. Die sind immer zur gleichen Zeit ins Bett gegangen. Das war immer wirklich, penibel auf die Minute fast, durchgetaktet, der Tag. Und, ich bin dann nachts wach geworden am Anfang und, bin dann zu denen rüber. Da habe mich dann halt dazwischen gelegt, um, ja, Und meine was Mutter ist dann auch, passiert? bin dann irgendwann angefangen und habe das gemacht, was ich bei meiner Schwester gemacht habe, bei meiner Mutter zu machen, ja? Und, es kam halt kein Nein, ja. Mhm. Es wurde halt, über sich ergangen, ne? Also, sie hat's halt zugelassen und, hat's nicht eingeschritten, ne? Und, ja, das, lief dann eine sehr lange Zeit, ne? Also, Wie lange ging diese, ja, auch ja, Gewalt, möchte ich sagen? ja, also, bis auch, in meine Pubertät hier rein hinein, also, so mit 12, 13, als ich dann selber auch, oben aus dem Kinderzimmer ausgezogen bin, in den Keller hinein. Ja, Also, über viele, viele Jahre eigentlich. ja, Also, ich verstehe mhm, erstmal die sexualisierte Gewalt, durch deine Schwester über einige Jahre ja, und dann die sexualisierte Gewalt durch deine Mutter über noch mehr längere ja, Zeiträume, ja, ja. Ja, so circa 8 Jahre, würde ich behaupten, ja, circa 8 Jahre. ja. Und konntest du damals mit jemandem darüber sprechen? Nein. War überhaupt keine Person da, der ich irgendwie annähernd vertrauen konnte. Und das ist ja
entscheidende Faktor, glaube ich. Also, in der Schule nicht, im Freundeskreis. Ich habe mit 12 Jahren habe ich's einem guten Freund mal erzählt, Mhm. aber da kam keine Reaktion drauf, null. Nein. Was ist mit anderen, Mitgliedern deiner Familie, deine Großeltern zum Beispiel? Gab es da eine Möglichkeit? Nein, also, ich bin auch viel im, Großelternhaus, hier im Dorf, gewesen und, das war halt, 'ne Familie mit vielen, Pflegekindern. Meine Oma ist Schwester war verstorben, die hatte 6 Kinder und dann sind 3 zu ihr gekommen. Mhm. Noch ein weiteres Pflegekind, das, 'n bisschen, jünger war, ein Jahr älter als ich, und, mein Opa, der halt, auch im Krieg war und, ja, sehr viel Alkohol gebraucht hat in seiner Freizeit. Und meine Oma hatte noch so 'n Verkaufsladen, so 'n kleinen und, da wurden halt auch, Bier, Schnaps verkauft und, die Leute, die kamen, die haben sich dann das geholt und vor die Haustür gestellt und haben dann da getrunken in den 80ern und, Und du hast mir auch erzählt, dass es dort auch noch mal 'ne weitere Situation gab mit einem Freund deines Opas ja, und genau. in diesem Wohnzimmer Schrägstrich Getränkemarkt Schrägstrich Kneipe. Ja, genau. Magst du erzählen, was da passiert ist? Ja, ich bin aufgrund meiner Erfahrungen, ja, stark auf der Suche nach Erfüllen von Bedürfnissen gewesen und, bin dann auch in, einige Abhängigkeiten geraten, hatte schon frühzeitig eine Videospielsucht, entwickelt. In so einer Mhm. Imbissbude bei uns im Dorf, standen Spielautomaten, Videospielautomaten, ne? Also und, dafür brauchte ich Geld. Und, Ja. irgendwann hat dann der alkoholgebrauchende Freund von meinem Opa mir ein Angebot gemacht, gegen eine sexuelle Leistung, mir Geld zu geben. Ja, und da habe Wie ich mich alt warst du dann da? 12, 12. 12, Und das 13. war in diesem Wohnzimmer eigentlich deines Opas, Genau. Ja, wo dieser genau. Typ, das war in dem Fall jetzt ein Mann. Ja, genau. Weißt du noch, wie die Situation war? Also, hat er das einfach gesagt oder weißt du das noch? Ich glaube, er lag betrunken auf dem Sofa und, ich wollte meinen Opa besuchen und, bin dann da rein und habe einfach nur geguckt, ob er noch lebt oder so und dann, hat er mich, einfach, sofort gefragt, ne? Also, er hat's, einfach so rausgesagt. Also, er hat da nicht irgendwie groß drum rumgeredet oder so. „Willst du dich dazulegen? Kriegst du Geld für.“ Ja, dann habe ich das gemacht, ja. Ist das auch mehrfach passiert? Ja, das ist 3, 4 Mal passiert, ja. Und hast du damals schon verstanden, dass sowohl diese als auch die anderen Taten dich verletzt haben? Nein, noch nicht so wirklich wahrgenommen. Nein. Ich glaube, da war ich zu sehr mit allen anderen Sachen beschäftigt zum Überleben, als sich da irgendwie Gedanken zuzumachen. Nein, ja. Mhm. Man ist einfach, ja, überfordert mit der Situation, ne? Wenn das so früh Ja. losgeht mit so viel Gewalt, man hat ja keine normale Entwicklung. Also, das Gehirn hat ja auch keine normale Entwicklung in dem Fall und, da greifen dann Mechanismen und Muster, die dich immer weiter, ja, in den Abgrund ziehen sozusagen, ne? Also, Es ist so, wenn ich über diese 3 Situationen nachdenke und vielleicht kurz als Einschub, dir ist dann in deinem Leben sind noch weitere du hast noch weitere Erfahrungen von sexualisierter Gewalt gemacht, ja, durch, 'ne Frau, noch durch andere Männer. ja, Heute konzentrieren wir uns aber, vielleicht auf diese 3. Ähm, mir ist so in Erinnerung geblieben oder vielleicht eher die Frage, ähm, würdest du sagen, da war auch schon so ein
ja, irgendwie hast du dich ja da auf die so konzentriert auch, ne? Also, wie so also, was für die gemacht. Ja. Ist das für dich dann auch in der Konsequenz so als Muster geblieben? Ja, ich denke, dass dieses, helfen wollen, also, ich habe es für mich so als helfen verkauft damals, Mhm. ja? Also, Für alle 3. ja, irgendwo schon, ne? Also, angefangen, glaube ich, hat das Muster durch meine Schwester. Ja, also, Mhm. meine Schwester hat halt sehr viel Gewalt erfahren, auch sexualisierte Gewalt, Durch durch meinen Vater, ne, also durch unser deinen Vater. Vater, ne, genau, ne? Wir leben im Patriarchat, ne? Es ist sehr sexualisierte Gewalt vorhanden, tagtäglich, ja? Und, dadurch, dass meine Schwester ja Hilfe benötigt und auf mich zugekommen ist, habe ich ihr in dem Moment Hilfe gegeben, ja? Mhm. Durch meine Aktion, egal was dahinter steht, was es für eine Gewalt ist. Ja, das war ja für mich eine Intention, ihr zu helfen. Und, das Gleiche geht ja dann auch bei meiner Mutter. Ja, Mhm. irgendwo wollte ich sie ja auch vor den Übergriffen meines Vaters schützen. Ja, irgendwo. Mhm. Ihr auch Nähe geben. Es fehlt ihr ja auch. Ja, also, sie hat ja auch Verhalten gezeigt, dass sie ja auch irgendwas sucht. Ja, also die Verbindung zu sich selbst, das ist ja das, wonach wir alle suchen. Ja, und das wollte ich irgendwo kompensieren, glaube ich, mit meinem Verhalten. Ja, also dadurch, dass ich nicht wusste, was ich da tat, habe ich das halt so umgesetzt, ne? Und auch Und vielleicht glaubst du, bei du Entschuldige dem mal, ja, mhm, sag mal, entschuldige. auch bei dem, Freund von meinem Opa, ja, er hat ja 'n Alkoholgebrauchsstörung, ja? Das heißt, er hat ja auch Probleme gehabt, ja, und irgendwo ist es ja 'n Schrei nach, Hilfe, ne? Also ich denke, dass mir diese Erfahrungen auch sehr viel Empathie mitgebracht gegeben haben in meinem Leben, weil ich halt immer versucht habe, irgendwelchen Menschen zu unterstützen oder zu helfen. Ja, vielleicht auf eine falsche Art und Weise anfangs, aber ich habe mich ja in meinem Leben auch weiterentwickelt jetzt. Ja, Glaubst du denn, dass du auch was gesucht hast in diesen Momenten? ja klar, Was auch was Verbindung, ne? Das ist das, was wir suchen, ne, tagtäglich. Wir suchen immer Verbindung Verbindung, hast du gesucht und Nähe? Nähe, ja? Vertrauen, irgendwo einem vertrauen können, ne? Das ist das, was wir, ähm, benötigen, ne? Also, diese sozialen Interaktionen, ja? Sich mit Leuten zu unterhalten und zu verbinden. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist das, wonach wir suchen. Wenn wir das aber nicht finden, gehen wir den Weg der anderen auch mit und, nutzen uns wahrscheinlich selber aus und helfen anderen. Ja, das ist, habe ich auch lange Zeit, auf meine Kosten getan. Das Helfen der anderen, ja, aber das ist, glaube ich, 'ne normale, Reaktion oder 'ne typische Reaktion, ne, auf das, was man erfahren hat dann. Ich möchte gerne ein bisschen den Fokus auf die Folgen, lenken. Du hast mir erzählt, dass du dann dass du relativ früh angefangen hast, Alkohol zu trinken zum Beispiel. Ja. Ähm, du hast mir erzählt, dass, du dann auch eine Essstörung eigentlich entwickelt hast. Was war das für eine Zeit? Wie ging es dir dann als Aufwachsender? Ja, wie ich's vorhin schon sagte, es ist 'n Überlebensmodus. Man versucht irgendwie irgendwas, was man ganz tief innen sucht, zu erfüllen. Und, man sucht nicht im Innen bei sich, sondern man geht ins Außen und, sucht im Außen nach 'ner Lösung. Ja, und die geht dann über Essen zum Beispiel. Essen, wenn wir essen, ein haben wir das Gefühl von Nähe, ja? Das ist 'ne normale Reaktion des Körpers. Ähm, man verschafft sich Freude dadurch, wenn irgendwas gut schmeckt, ja? Es gibt viele Gründe, warum man anfängt zu essen, ja? Und Du hast das habe aber auch ich gesagt, dass du schon so ein Gefühl von eigentlich auch schon so Einsamkeit und Depressionen, war das dann auch schon ein Thema für dich? ja klar, ne? Also, man war nie irgendwo angebunden in der Gruppe. Also, in der Mhm. Schule, ne? Man hat sich immer als Außenseiter, als,
anders wahrgenommen und, dementsprechend kam man auch nirgendwo rein in irgendwelchen Gruppen. Ja, man war zwar dabei, aber man war nicht, mittendrin. Ja, Mhm. also, man schwamm so ein bisschen außen drumrum, ja, wollte immer gerne näher rein, mit Mhm. dabei sein, aber es war immer irgendwie so eine Barriere und, das muss man ja dann kompensieren irgendwo. Und dann, sucht man sich halt, ja, irgendwelche, Substanzen, um irgendwie ein Gefühl zu erzeugen, das, man vielleicht suchen könnte. Ja, und dann ist Essen eine Sache, die man natürlich zur Verfügung hat zu Hause. Und, irgendwann war natürlich auch Alkohol dabei, gerade in dem Haushalt meiner Großeltern, wo halt viel Mhm. Alkohol rumstand. Und dann probiert man das und die Wirkung von Alkohol ist ja eine Wirkung oder sind ja Wirkungen, die man auch ganz gerne haben möchte. Ja, man fühlt sich freier, offener, ja, ähm, und dementsprechend bleibt man dann irgendwie dabei, ja? Meine Eltern waren starke Raucher, also bin ich auch irgendwann das Rauchen angefangen, auch recht Mhm. früh, ja, und, hier aufm Dorf waren dann irgendwelche Discopartys oder irgendwelche anderen 10 Mark Frei-Saufen-Partys oder sowas und dann war da auch kein, Jugendschutz, ja, und dann ist man halt mit 12, 13 da irgendwie auf solchen Partys gewesen und hat schon, ja, ordentlich getrunken, ja. Diese Gefühle von, ja, nicht zugehörig sein oder vielleicht auch Depressionen, die haben sich dann auch in deinem Erwachsenenleben so weitererzählt für dich oder wie war das für dich? Ja, definitiv. Ich habe bis vor 3 Jahren, glaube ich, kaum eine depressionsfreie Phase gehabt. Also, ich habe viel, Sport gemacht irgendwann. Also, ich Mhm. hatte eine Phase, wo ich, noch andere Substanzen dann, zu mir genommen habe, Cannabis angefangen zu konsumieren, weil meine Schwester das auch konsumiert hat. Da dann irgendwie dran gekommen. Mit 18 Jahren bin ich dann angefangen, noch weitere Substanzen zu konsumieren, MDMA, LSD, Speed, Kokain. Ähm und bin irgendwann, Immer so mit dem Wunsch nach Zugehörigkeit oder was hat dich da getrieben? ja, irgendwie auf der Suche nach was Neuem auch, ne? Also, mir hat irgendwann auch, ist mir aufgefallen, dass Alkohol nicht unbedingt die beste Lösung ist dabei, ja? Nur man hat immer diesen Drang nach dieser Peer Group, in der man sich aufhält, ja? Und wenn alle am Trinken sind, dann trinkt man halt mit. Das ist 'ne Gruppendynamik. Ja, grade wenn Mhm. man eh schon, da früh mit angefangen ist, bleibt man da vielleicht auch immer bei. Ja, und, dann hat man halt geguckt, ja, man hat halt auch gemerkt, man gehört nicht so man fühlt sich da nicht wohl, man gehört da ja eigentlich gar nicht rein, die wollen einen auch gar nicht, also gucke ich mal woanders. Mhm. Ja. Ja. Und dann hat man das, halt da ausprobiert. Das war auch 'ne ganz andere, Gemeinschaft, sage ich mal. Also, Diese Partywelt dann, oder? ja, also Ja. es war Mitte der 90er, man ist hier hunderte Kilometer zusammen irgendwo hingefahren, um, feiern zu fahren, ne? Man hat viel geredet, weil es auch Substanzen sind, die einen offen machen, ähnlich wie Alkohol. Mhm. Und, ja, man hat schon viel geredet. Also, da waren auch so die ersten intensiveren philosophischen Gespräche, die dann kamen über den Sinn des Lebens, grade auch auf LSD, waren das schon auch ganz andere Körpergefühle auf einmal da. Und, Mhm. ja, es hat Also, mich auf da ist jeden es Fall, mit den Drogen sozusagen dieses Schweigen erstmal 'n bisschen überwunden? ja, auch ein anderes Körpergefühl zu bekommen. Ja, Mhm. also, man hat sich irgendwie anders gespürt nach dem Gebrauch dieser Substanzen und, hat sich irgendwo noch mal 'n bisschen weiterentwickelt, ne? Ich war ja auch zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, ne? Also, das Ja. Gehirn, ist ja noch im vollen Gange, sich zu entwickeln, ja, bis 25, wo entwickelt sich das ja noch, vollständig aus. Es war auf jeden Fall so, dass ich, auch während meiner ersten Ausbildung,
im Ruhrgebiet unterwegs war zu der Zeit. Und da war natürlich auch der Zugang 'n ganz anderer für mich. Aber ganz kurz, diese intensive Drogenphase, die war ja eher kürzer, wenn ich's richtig also, das hast du ja dann schon auch überwunden, wenn ich's richtig verstanden habe. Ja, genau. Das waren so intensive 1,5 Jahre. Ja. Und dann also von 18 bis, 19,5, genau, ne? Und, da war auch meine Ausbildung zu Ende. Das heißt, ich war vorher halt im Ruhrgebiet mehr unterwegs und nur am Wochenende zu Hause und da habe ich, zu dem Zeitpunkt auch noch, ja, war ich feiern, also war ich gar nicht mehr hier im Dorfleben unterwegs, wo ich viel Alkohol getrunken habe. Ja. Bin dann aber wieder hier rein, weil ich aus der anderen Substanzgebrauchsszene raus bin und in die nächste Substanzgebrauchsszene wieder rein, also sprich Alkohol und bin wieder hier auf Partys mitgegangen. Und habe dann hier angefangen, Fußball zu spielen im Dorf wieder. Das, was ich halt auch mein ganzes, Leben lang gemacht habe, als Kind schon sehr früh damit angefangen. Das war Ja, du auch hast mir mal eine gesagt, Rettung du für warst mich, so ne? hochfunktional eigentlich in deiner Depression. Ja, genau. Ja, Und wenn ich's richtig verstanden habe, du hast ja auch trotz all dieser Gewalt, trotz all dieser Verwahrlosung, möchte ich sagen, ja, auch ganz viel geschafft. Du hast, erst 'ne Ausbildung zum Trockenbauer gemacht. Du wurdest dann irgendwann Industriekaufmann. ja, Du hast im Vertrieb gearbeitet, warst, sehr lange verheiratet und hast, 3 Kinder. ja. Das heißt also auch ganz, ganz viel geschafft. Und doch ging's irgendwann dann auch nicht mehr weiter, wenn ich's richtig, erinnere. Also, irgendwann ging's auch nicht mehr mit der Arbeit weiter und irgendwie, Ja. ähm, war da so 'n Ende erreicht. Was ist da passiert? Ja, ich denke, es waren die Kinder. Ja, also mit dem ersten Kind, kamen natürlich dann auch, sehr viele Erinnerungen hoch. Und das Mhm. war sozusagen, dann der Startschuss, ne? Also, ich habe das sehr stark versucht dann, zu kompensieren über, viel Arbeit, viel Sport. Also, ich Mhm. wollte nicht drangehen an die Sache. Also, mir war damals wohl schon bewusst, dass das, was Schmerzhaftes sein könnte. Und, aufgrund, meiner noch nicht, ausgewickelten Fähigkeit, meine, Emotionen zu regulieren, Gefühle zu benennen, ja, habe ich sie lieber verdrängt, ja. Und wann hast du aufgehört, die Gefühle zu verdrängen? Was war der Moment, wo sich das verändert hat? Ja, nach 3 Kindern und, im Jahr 2020 'n, 1. Gespräch als, Familie, also meine Eltern, meine Schwester und ich an einem Tisch. Wo seid Ähm, ihr? Wir sind bei Wo meinen Eltern im Esszimmer, genau, ja. Das o war Corona fing grade an, ne? Es war im März 2020, kurz nach meinem Geburtstag. Meine Kinder haben alle im Frühjahr Geburtstag und, da gab's halt an, den ersten Geburtstagen im Jahr, Differenzen zwischen meiner Schwester und meinen Eltern, mhm. die ja verständlich sind. Meine Schwester war schon ein bisschen länger in Therapie oder hat schon ein paar, Therapien gehabt, hatte ihre Sache schon in ihr Leben integriert, und, hat meine Eltern dementsprechend auch immer wieder mal, ja, ihre Meinung, geäußert und auch Grenzen gesetzt und, Und dann da gab es kam dieses eine Gespräch, ihr sitzt am genau, Küchentisch, glaube ich. genau, ne? Also, Und ich habe was das sagt deine Schwester? ja, meine Schwester erzählt dann, dass mein Vater sie halt sexuell belästigt hat, also sexuell missbraucht hat, in der Zeit, wo meine Mutter im Krankenhaus war mal. Ja, und da war für mich dann auf einmal ja, stimmt, da war ja mal was. Und da ist mir klar geworden, ja, meine Schwester hat mich auch sexuell missbraucht und ja, das war dann irgendwie so der Schlüssel. Nur, dass es 'n anderer ausgesprochen hatte, laut, hat's für mich, den Impuls gegeben, da reinzugehen. Es war für mich so die Bestätigung irgendwie von außen noch mal zu hören: „Das hast du nicht dir nur ausgedacht oder das sind einfach nicht nur
ganz vage Erinnerung, die irgendwo herkommt, sondern da ist was passiert, was du dir, ja, auch War immer das so wieder 'n Gefühl, was zwischendurch. du vorher hattest, dass du's dir also, so Zweifel an deiner eigenen Wahrnehmung? Ja, also ich habe immer wieder mal diese Flashbacks gehabt, diese Erinnerungen gehabt an diese Erfahrungen, die man hatte. Und man drückt das dann so weg, als Mhm, wenn's gar nicht passiert wäre. Ja, ja. also, man kann das ganz schwer beschreiben, wie das so kommt. Man kommt und dann möchte man das nicht und dann lenkt man sich sofort ab, um von diesen Gedanken wegzukommen oder so. Ja. Und, dadurch, dass das 'n anderer ausgesprochen hatte, war's auf einmal im Außen real geworden. Ja, und, ja, das hat einen dann dazu gebracht, dass man, ja, das nicht nur alleine gedacht hat, sondern 'ne Bestätigung hatte und dann ging's halt Hast du los. dann auch was gesagt in diesem Gespräch? Ja. Ja, ich habe es sofort benannt, das, was Was ich hast im du Kopf gesagt? hatte. Ich habe gesagt: „Ja, Sonja hat mich auch missbraucht und du hast mich auch missbraucht“, habe ich zu meiner Mutter gesagt. Und Und sie wie hat hat's deine Mutter reagiert? halt abgestritten. Das ist nie passiert. Mehr hat sie nicht gesagt. Ist 'n bisschen Also, sie laut hat geworden dann. Ja, also, ja, das war ich war so geflasht, glaube ich, dass ich die Gespräche auch nur so als Fetzen mitbekommen habe. mhm, Aber, es wurde halt vehement abgestritten. Meine Schwester ist dann dahin gegangen und hat gesagt, dass sie, schon ihrer Wahrnehmung trauen kann und, dass das schon passiert ist und, ja, irgendwie ging's dann so, dass sie uns rausgeschmissen haben, weil wir halt bei unserer Meinung geblieben sind. und sie haben's einfach komplett abgestritten, Ja, beide. genau. Also, dein Vater und deine Mutter Ja, haben das genau. abgestritten. Ja, genau. Haben euch rausgeschmissen und dann bist du, glaube ich, nach Hause. Ich bin nach Hause, genau. Und was ist dann passiert? Ja, ich war völligst aufgebracht, aber auch irgendwo das Bedürfnis gehabt, mich mitzuteilen. Und habe es dann, meiner Frau erzählt, Ja, von der ich jetzt, seit, knapp 3 Jahren getrennt bin. mhm. Ähm, Da waren wir noch zusammen, haben wir zusammen in 'nem Haus gelebt mit unseren Kindern und, habe ihr dann meine Geschichte sozusagen erzählt. Zum ersten Mal. Zum allerersten Mal, ja, genau. Und wie war das für dich? Befreiend. Es war so 'ne Riesenlast von Ja. Schultern runter. Also, es war nicht der komplette Ballast abgefallen, aber es war einfach die erste Erleichterung. So, man hat sich einfach Gedanken gemacht, wie das passieren konnte, dass man das so lange ignoriert hat, dass man's nicht aussprechen konnte irgendwie, ne? Also, hm, aber es war 'n sehr befreiendes Gefühl für den Anfang, ja. Und hast du dich von deiner Frau unterstützt gefühlt? Ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr stark. Ja. Ja, Wie es war hat sie jemand, dich unterstützt damals? indem sie erst mal einfach nur zugehört hat, Mhm. ne? Mich getröstet hat. Ja, das, Dir was man geglaubt hat. mir geglaubt hat auch, ja. Ja. Und ich glaube, Markus, ja, dann startet ja für dich so ein bisschen nicht ein bisschen, dann startet für dich eigentlich die Aufarbeitungsreise. Seitdem ist viel passiert. Oh ja. Ist jetzt 4 Jahre her in etwa, ne? Ja, fast 5, ne? Fast 5. Ja. Ich glaube, im ersten Schritt hast du so ein Beratungstelefon angerufen. Ja, Ähm, genau, ich habe bei Nina angerufen. Also, Nina, magst du kurz sagen, was das ist? ja, Nina ist 'n, Hilfetelefon für, Betroffene von sexueller Gewalt. Ja, ist, deutschlandweit erreichbar, und dort habe ich angerufen. Die haben mir auch erst mal zugehört, Ja. sich auch, meine Geschichte anhören lassen sozusagen und, haben dann, mir, Kontaktdaten gegeben, bei denen ich mich, melden kann, um spezifische Hilfe zu bekommen. Genau. Ja. Wo hast du dann, Hilfe bekommen?
Ja, das war Tauwetter in Berlin. Ah ja. Ja, genau. Die, Magst du kurz sagen, was Tauwetter ist, für die, die es ja, nicht kennen? ja, Tauwetter ist, spezialisiert auf, männliche Betroffene von sexueller Gewalt, trans, ja, binär, alle People sozusagen, die betroffen sind. Tauwetter arbeitet, mit dem Konzept, dass, die dort arbeiten, selbst Betroffene von sexueller Gewalt sind. Das heißt, sie haben selber ihre eigenen Erfahrungen und, ich finde, das macht sehr viel bei der Hilfe aus. Ich habe jetzt nicht direkt bei Tauwetter die Hilfe bekommen. Ich bin, von dort weitergeleitet worden an, eine Einrichtung, die, näher zu meinem Wohnort lag, Mhm. auch 100 Kilometer entfernt. Ich wollte gerade sagen, weil was ich auch erinnert habe, ist, dass eigentlich alle Hilfsangebote, die es dann für dich gab, auch alle so 100 Kilometer entfernt waren. Ja, genau. Und, als ich das natürlich erfahren habe mit den 100 Kilometer, habe ich natürlich auch erst mal nicht dort angerufen. Da war ich Ja. noch ein bisschen naiv, zu glauben, dass ich auch in näheren Umgebungen noch, passende Hilfe bekomme. Ähm, Habe wirklich fast ein Jahr gebraucht, um dann, in Minden den Kontakt aufzubauen, um, da dann später Hilfe zu bekommen. Vielleicht ganz kurz, bevor wir, über deine Erfahrungen, in Minden sprechen, würde ich gerne noch einmal kurz so auf, medizinische Hilfe, eingehen. Ich glaube, du hast dann auch, 'ne Verhaltenstherapie gemacht. Ähm, War das für dich auch ein guter Schritt? Hm, Es war auf jeden Fall ein notwendiger Schritt. Mhm. Ähm, Ob man immer die passende Hilfe in unserem Gesundheitssystem bekommt, weiß man erst, wenn man dort war. Also, wir brauchen diese Erfahrung, die man machen muss. Also, zu dem Zeitpunkt war es auch eine Person, die ich schon, vorher kannte aus meiner Hausarztpraxis. Mhm. Habe, da dann, 12 Stunden Gesprächsstunden gehabt. Also, Mhm. auch einfach erst mal meine Sachen raushauen können, die mir, ja, auf der Zunge lagen, die ich, erzählen wollte. Und, sie hat mich dabei gut begleitet und, haben uns dann nach diesen 12 Sitzungen aber dazu entschlossen, dass sie nicht die richtige für mich ist, weil ich halt schon auch, Traumata habe, die sie so nicht, bearbeiten konnte. Das haben wir offen kommuniziert und, Ja. ich habe mich dann halt, auf die Suche begeben nach, passender Hilfe, ne? Also, habe mich bei Kliniken beworben, war dann auf Wartelisten mit über 3 Jahren Wartezeit 3 und Jahre Wartezeit 3 Jahre. für 'n Ja, Klinikplatz. ja, ja, genau, ne? Wo man sich aber monatlich einmal telefonisch melden sollte, damit man auf dieser Warteliste bleibt. Und hat das geklappt? Nein, ich bin 'n bisschen neurodivers und, dann kriegt man das nicht hin, ne? Also, es war ja auch 'ne sehr belastende Zeit. Es war noch nicht aufgearbeitet. Also, da waren super viele Trigger noch vorhanden. Also, wenn man sich mit seiner Thematik auseinandersetzt, dann, geht sie nicht erst mal nach oben, die Kurve. Die geht erst mal ganz steil nach unten, weil man ja erst mal in diese Geschichten eintauchen muss und die, ja, noch mal sich anschauen muss aus der heutigen Perspektive, ja? Also, ähm, Ich glaube, für mich war es erst mal ganz viel Trauerarbeit. Also, ja, eigentlich ne, also, so Selbstmitgefühl zu entwickeln und zu ja, verstehen, ja, wie, gravierend eigentlich die Gewalt war, wie viel Schmerz da war und, ja, das erst mal und zu betrauern. genau. Das ist erst mal ein tiefes Tal der Tränen, möchte ich sagen. Ja. Ja, definitiv, ne? Also, dieses Tal kommt ja immer wieder mal, ne? Also, man hat ja immer mal Phasen, auch heute noch, wo man, Genau. denkt: „Ach man, was hat man alles verpasst“ oder so, ne, dadurch, ne? Also, aber ich denke, dass, auch der die Suche nach dem passenden Weg schon eigentlich, der Weg ist, den wir beschreiten, ne? Also, Na ja, das ist ja auch erst mal 'ne Selbstermächtigung, wo auf einmal, man selber etwas schafft und, ja, Selbstbestimmung. selbstbestimmt und selbst seinen Weg bestreitet, nachdem so viele Menschen, wie in deinem Fall, ja vorher auch deinen Weg, ähm, mit ihrer Gewalt,
belastet haben. So, und Ja. jetzt nimmst du also dein Leben in deine Hand und, ich glaube, du bist dann bei so einer Männerberatungsstelle, ich weiß nicht mehr genau, in Minden gelandet, und vielleicht magst du einmal erzählen, wie, deine erste Erfahrung, als du da hingefahren bist. Also, vielleicht magst du erzählen, wie lange war der Weg und was ist dann Ja. passiert? Ja, irgendwann, wurde, der Termin ausgemacht, dass ich, zu einem Vorstellungsgespräch, nach Minden kommen kann. Ähm, der Berater heißt zufälligerweise auch Markus wie ich. Ja, Und, hat schon mal Vertrauen geschafft wahrscheinlich. ja, die Telefonate haben schon Vertrauen geschafft, ne? Ja, Ja, super. ja. Ja. Und, bin natürlich super nervös gewesen, als ich da hingefahren bin. Also, das war Mit dem Auto, mit dem Zug? mit dem Wie Auto. hast Ich du bin mit dem Auto hingefahren. Also, mit Zug, das wäre, ja, also, unter Leuten in der Situation, gar nicht denkbar gewesen für mich, ne? Also, und ich hätte auch brauchte noch länger gedauert, glaube ich, ne? ja, ich Also, glaube, ja, 3 Stunden wäre ich 3 bestimmt Stunden. gefahren, eine Fahrt, ne? Das So muss bin man ich sich auch kurz mal vorstellen, ne? Also, die nächste Beratungsstelle, die dann eigentlich irgendwie passt, ist 3 Stunden mit dem Zug entfernt. ja, genau. So. Ja, ich bin dann mit dem Auto gefahren, und ja, bin da rein und, es war irgendwie sofort 'ne Verbindung da. Also, es ist so 'n Gefühl Wer hatte ich stand da immer. vor dir? Ja, 'n Mensch wie ich selber. Ja, keinen Unterschied gemerkt, ne? Also, wirklich 'n authentischer Mensch, der, verständnisvoll war, Akzeptanz aufgebracht hat zu allem, was man erzählt hat, ne? Also, es, Hatte der 'nen Arztkittel an oder, wie muss man nein, sich also, Markus vorstellen? ne, so wie wir, also, 'n bisschen über 50, ganz Okay, ich bin locker, noch nicht über leger. 50. Locker leger gehe ich mit, ja. Ja, locker, Ja. leger, also, wie 'n Mensch, den man halt auf der Straße trifft, ne? Also, Ja. es ist, ja, wie du und ich. Also, kein Unterschied, ne? Man war sofort auf Augenhöhe auch, ne? Das war auch, glaube ich, Mhm. ganz entscheidend, ne, dass man sich nicht irgendwie, kleiner gefühlt hätte, ne? Dass irgendwie 'ne Machtposition da entstanden wäre oder so, ne? Also, das war das, was mir in Erinnerung geblieben ist, ne? Dieses, wirklich auf Augenhöhe begegnen und immer versuchen, auf Augenhöhe zu bleiben. Also, es ist ja keine Konstante, die man hält, Augenhöhe, sondern man gleicht es ja aus, ne? Und, das hat einfach irgendwie so gepasst, dass 'ne Verbindung da war, dass ich ganz schnell Vertrauen gefasst konnte zu ihm. Also, Und welche Arbeit, wie muss ich mir das vorstellen? Was habt ihr dann gemacht? das war er hat mich erst mal das machen lassen, was ich für richtig hielt. Also, das, was mir sozusagen durch den Kopf ging, sollte ich rauslassen, Also, ne? du Und, konntest einfach reden. ich konnte das machen, was ich machen wollte sozusagen. Also, er hat mir nichts vorgegeben. Ich habe Sachen gesagt und er hat es manchmal eingeordnet, ja, ganz objektiv, ja, oder mir Fragen gestellt, ja, dazu, um andere Gedanken anzustoßen, ne? Also, er hat mich unterstützt dabei. Aber es Mhm. war nie irgendwie: „Du musst das jetzt machen“ oder so, sondern es war auf, ich würde schon fast sagen, 'ne freundschaftliche Art und Weise, ne? Obwohl's ja Wie immer noch intensiv war das? dadurch, dass es halt so 'ne lange Strecke ist, die ich fahren musste, hatten wir uns, dazu entschieden, dass wir, alle 2 Wochen nur 'n Termin machen, aber Mhm. dann halt 2 bis 3 Stunden pro 2 bis Termin. 3 Stunden. Ja, Und genau. und wie Aber, oft hast du dich mit Markus getroffen? 12 Mal. 12 Mal. Ja. Und was hat das mit dir gemacht, so rückblickend? Oh, 'ne Menge. Ich habe mich kennengelernt. Ich habe, meine Muster kennengelernt, die ich, in der Kindheit, mir angeeignet habe. Ich habe gelernt, neue Wege zu gehen. Ja, ne? Mhm. Die Sicht auf die Welt, geändert sozusagen. Also, er hat mich, intensivst begleitet, ne? Also, es waren 10 Monate und,
in den 10 Monaten war viel, sehr viel. Aber es war nicht nur Markus alleine, ne? Du hast auch online dir ganz schön viel Hilfe gesucht, glaube ich. So, ähm, Ja, hm, da ja, hast du, glaube ich, auch noch so neue Erfahrungen gemacht. Vielleicht magst du da kurz, ja, noch mal genau. 'n kleinen Ausflug hin machen. Was hat dir im Internet geholfen? Wo hast du Ja, da Hilfe gefunden? ja, wirklich auf Twitter, ne? Ist ja 'n bekanntes Netzwerk gewesen, zu dem Zeitpunkt auch noch, nicht in der Hand von Elon Musk, Gewesen. äh, genau. Ja. Zu dem Zeitpunkt kamen die Spaces da raus. Das waren dann halt so, Live-Podcast, haben sie das genannt dann, ne? Wo man halt sich irgendwo einloggen konnte, wenn, so 'n Raum geöffnet worden ist zu bestimmten Themen und dann konnte man entweder zuhören oder sogar auch mitreden, je nachdem. Und, da gab's dann genug Menschen, die sich dann auch zu dem Thema Trauma, Psyche unterhalten haben und, habe dort dann, Menschen kennengelernt, mit denen man dann auch, in den privaten Kontakt gegangen ist und, Und sehr ich glaube, du musst intensiv. ja, ich glaube, die Intensität, musst du einmal kurz beschreiben. Also, ich habe so verstanden, ihr habt euch dann regelmäßig zum Telefonieren Ja, genau. verabredet. Ja, Wie genau. viel habt ihr telefoniert? Wir haben täglich, glaube ich, 6, 7 Stunden. Also, jede freie Minute, die, zur Verfügung stand, haben wir, ja, irgendwie miteinander gesprochen, Und ne? das war dann Also, 'ne kleine Gruppe oder einzelne Personen? wir waren erst zu viert. Eine Person ist dann irgendwann ausgeschieden aus der Gruppe und dann waren wir zu dritt und, diese Dreiergruppe, die hat dann ein Jahr lang wirklich ununterbrochen, ja, miteinander telefoniert, Und das hat dir täglich. geholfen? Ja, also, wir haben wirklich, über unsere alltäglichen Sachen gesprochen, Ja. über unsere Erfahrungen, über die, Muster, über unsere Eltern, was man dagegen machen kann. Also, wir haben uns, ja, untereinander unterstützt. Genau, und das Ganze auf Augenhöhe mit, Akzeptanz, Verständnis, ja, Ich Integrität. kürze 'n bisschen ab, weil du hast es ja dann später auch geschafft, bist erst mal auch Mitglied in 'ner Selbsthilfegruppe geworden und hast dann später auch 'ne PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungs Selbsthilfegruppe, gegründet oder mitgegründet. Ja. Für die, die sich das nicht vorstellen können, was ist denn das Heilsame an dem Austausch mit anderen Betroffenen? Was hat das für dich verändert? Also, in erster Linie, dass man nicht alleine ist. Mhm. Dass, oft, ähnliche Erfahrungen gemacht werden in anderen Elternhäusern auch. Also, in vielen Mhm. anderen Häusern passieren ähnliche Geschichten, also ähnliche Erfahrungen. Es ist sehr sozial geprägt, ne, Sozialisierung in der Gesellschaft. Das spielt ja auch alles, mit rein. Und ja, man kann sich austauschen, ne? Man kann andere Perspektiven einnehmen in den Gesprächen. Das ist Ja. ja, finde ich, eine wichtige Eigenschaft, die man sich, aneignen kann, ne? War es auch so 'n Raum, wo du eigentlich so was wie, Verständnis oder Akzeptanz auch dann üben konntest? Ja, genau, das ist es, ne? Also, diese Akzeptanz und Verständnis ist, ein großer Schlüssel, ne, um, in Ja. Verbindung zu gehen. Und, wenn man Mhm. 'ne Verbindung aufgebaut hat, dann, ähm ja, dann läuft das eigentlich, ne? Also, man merkt das irgendwann, ob man mit 'nem Menschen in Verbindung geht oder ob man nicht in Verbindung geht. Und wenn Ja. man mit Menschen in Verbindung gehen kann, dann ist das immer heilsam. Und ich erinnere auch, dass die Menschen, die du online kennengelernt hast, dass manche von denen auch weiterhin deine FreundInnen sind, also, dass ihr Ja, genau. weiter also, dass Ja. du auch so neue Beziehungen eigentlich in deinem Leben Ja, also gef sogar fast, die einzigen, die noch wirklich, als Freunde bezeichnet werden können, ne? Also, mhm. dadurch, dass man, über seine Erfahrungen spricht, bekommt man natürlich auch in anderen Bereichen, 'ne andere Haltung vielleicht und, eckt natürlich dann dadurch an, dass man seine Grenzen setzt. Bei vielen
früheren Freunden, ja, die sich selbst nicht mit ihren Themen auseinandersetzen möchten in dem Fall, ne? Also, das Das ist das, heißt, du was suchst ich so mir aufgefallen. aktiv, nach diesen Räumen, nach diesen Menschen jetzt, wo es so eine Ja, Auseinandersetzung gibt. ja, ich spreche über meine Themen, die gehören dazu. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft da öffentlicher, mit umgehen, dass es mehr Akzeptanz erhält, das Thema. Und wenn die Menschen das nicht machen möchten, dann habe ich für mich entschieden, dann ist das so. Ja, also, ich kann keinen dazu zwingen, das zu machen. Ich gehe meinen Weg und, wer mich dabei begleiten möchte, ist gerne dabei, ne? Also, ich stelle keine Ansprüche mehr an andere Menschen. Also, ich weiß, dass sie selbst in schwierigen Situationen stecken können. Man kann den Menschen nicht in den Kopf gucken. Man weiß nicht, was sie für Erfahrungen haben. Meine Erfahrung ist, dass, viele ähnliche Erfahrungen machen, gerade was emotionale Gewalt angeht und, das auch sehr, starke Auswirkungen auf uns Menschen hat. Ähm, Ich höre daraus so eine Akzeptanz eigentlich dafür, dass wir alle oder viele einfach ja, schwere Päckchen zu tragen haben und ja, einfach genau. damit einen Umgang zu finden, Ja, dass das schwer ist und dass das so ja, zum Leben dazugehört. genau, ne? Und, in so Gruppen wie jetzt zum Beispiel Selbsthilfegruppen, da kommen halt Menschen hin, die sich mit sich auseinandersetzen möchten. Ja, und da braucht es dann eine Gruppe, die authentisch ist. Und das bekommt man hin, indem man in so Selbsthilfegruppen ist. Da hat man ja oft einen Kern, der sich gut kennt und dann kommen neue hinzu und man Mhm. begleitet die. Entweder bleiben sie dabei oder sie machen ihre Erfahrung, ja? Es ist ja auch oft so, dass man Sachen beim ersten Mal vielleicht macht und es passt vielleicht noch gar nicht, weil man noch Ja, nicht so weit ist. Also, ich habe auch ganz viele Sachen ausprobiert ja, auf meinem Weg. Also, ich war auf Foren unterwegs, dass ich's erst mal nur schriftlich, mitgeteilt habe und, habe mich da auch langsam rangetastet, ne? Oder auch irgendwelche Sachen wie, Meditation oder so was habe ich ja. auch ausprobiert. Man muss Sachen einfach testen, ne? Also, der eigene Weg, das ist die Selbstwirksamkeit, die man dann erlangt und die ist ganz wichtig fürs Selbstvertrauen, ne? Also, Und Markus, ja, du hast wahnsinnig viel hingekriegt in den letzten Jahren. Wie blickst du auf die Zukunft? Wie geht es für dich weiter? Du bist weiter in der Selbsthilfegruppe, wenn ich es richtig verstehe? genau, also, ich bin in 'ner Selbsthilfegruppe, versuche weiter auch, über Social Media das Thema immer wieder mal anzusprechen oder mich zu positionieren. Jetzt hier so ein Podcast ist, 'ne sehr schöne Sache, wo man das halt auch, mitteilen kann. Ja, und, beruflich würde ich mich ganz gerne, weiterentwickeln im Bereich, soziale Arbeit. Okay. Ähm, wie das umzusetzen ist, weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber ich lasse mich einfach überraschen. Also, es ist, man braucht manchmal seine Zeit, um, irgendwas umzusetzen und, ja, in erster Linie versuche ich erstmal meine Kinder gut zu begleiten. Das ist Mhm. so eine Aufgabe, die ich, gerne wahrnehme, weil's meine Verantwortung ist. Ist in diesen Zeiten momentan jetzt auch keine einfache Aufgabe. Also, ist sehr belastend, finde Mhm. ich. Ja, also, Du gehst deinen Weg. ich gehe meinen Weg. Ich, nehme alles an, wie es ist. Ich kann nur mich selber ändern, mein Verhalten ändern. Andere kann ich nicht verändern. Ich kann nur ein 'n Vorbild, ein Beispiel sein, ne? Und, ja. Ja, und ich finde, also für mich warst du das heute, Markus. Ich danke dir ganz herzlich, dafür, dass du mit mir gesprochen hast, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du zum Spielverderber wurdest. Ähm, Ich glaube, das Sprechen ist wahnsinnig wichtig. Das ist ein ganz großes Geschenk. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, Markus, und wünsche dir für deine Reise alles Gute. Ich danke dir, Dennis. Das wünsche ich dir auch. Viel Erfolg. Danke. Und für euch zu Hause geht es nächste Woche weiter mit einer neuen Folge von Spielverderber. In den Show Notes findet ihr noch ein paar Infos, ein paar Links zu den Themen, die ich heute auch mit Markus besprochen habe. Und ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis, der Spielverderber.